jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Dunja Hayali. Schönen guten Abend. Verwirrende Nachrichten aus Nahost. Gegen 18:30 Uhr kam die Nachricht, dass die Terrorgruppe Hamas die Bedingungen für eine Feuerpause akzeptieren würde. Im Gazastreifen muss sich die Nachricht sehr schnell verbreitet haben, denn kurz darauf gab es bereits Bilder von feiernden Menschen. Doch möglicherweise haben sie sich zu früh gefreut, denn nur wenige Minuten später folgte eine Nachricht aus Israel. Der Hamas-Plan weiche angeblich vom früheren israelischen Rahmen ab. Man prüfe und stelle seine Operationen in Gaza auch nicht ein. Alisa Jung. Jubel in Rafah im Gazastreifen. Ein Gefühl, von dem die Menschen glaubten, es sei verloren. Die Freude bricht aus, nachdem die Nachricht die Runde macht, Hamas hätte einem Deal mit Israel zugestimmt. Das ist ein positiver Schritt für uns. Wir wollen nach 7 Monaten nach Hause zurückkehren. Wir wollen unser normales Leben wieder haben. Auch unsere Freude statt dieser Vertreibung, das ist nicht unser Leben. Ich bin aus dem Norden vertrieben worden und warte darauf, dass es eine Feuerpause gibt, damit ich nach Hause zurückkehren kann. Ihre Erleichterung? Sie kam wohl zu früh. Medien berichten, Hamas habe einen Vorschlag der Vermittler aus Ägypten und Katar akzeptiert. Nach Meinung Israels soll dies ein aufgeweichter Entwurf sein, dem man so nicht zustimmen könne. Und was heißt das nun? Bangen für die Menschen in Rafah. Israel hatte am Morgen Flugblätter abgeworfen, Zehntausende im Südosten aufgefordert, das Gebiet zu verlassen. Die Offensive, mit der sie seit Monaten drohen, Israels Kriegskabinett beschließt heute Abend, dass die Operation in Rafah nun fortgesetzt wird. Wohin sollen sie gehen, wenn sie nichts mehr besitzen? Wir wissen nicht, wo wir hingehen sollen. Wir haben kein Geld, können kein Essen kaufen, nicht mal kochen. Wo sollen wir denn hin? Wohin? Mit all den Kindern, sie schlafen ohne Decken. Wir haben kein Geld. Wir können nicht weggehen. Wir haben kein Geld. Das ist mein 7. Mal, dass ich von einem Ort, von einem Bombenangriff zum nächsten vertrieben werde. Die Armee sagt, wir sollen unsere Häuser evakuieren, weil sie bombardieren. Aber wohin? Auch Israels Partner USA kann heute Abend nur appellieren. Wir glauben, dass das Zustandekommen einer Vereinbarung das beste Ergebnis wäre. Nicht nur für die Geiseln, sondern auch für die Palästinenser. Und wir werden nicht aufhören, daran zu arbeiten. Biden, hilf uns, sie zu retten, fordern sie heute Abend auf den Straßen von Tel Aviv und meinen ihre Liebsten, die Geiseln aus Israel, die noch immer in Gaza sind. Wenn meine Regierung einen Deal nicht akzeptiert, wird das hier ein Chaos werden. Als jüdische Menschen, als der jüdische Staat müssen wir unsere Leute retten. Ich glaube, das wird ein sehr trauriger Tag für Israel, weil es bedeutet, wir haben Rache und Leid über Menschlichkeit gewählt. Feuerpause jetzt, fordern die Angehörigen der Geiseln und ihre Regierung auf, einem Deal zuzustimmen. Alle wollen zurück nach Hause. Gestern noch waren die Gespräche über eine Waffenruhe in Kairo ergebnislos vertagt worden. Dann kündigte Israel also an, den östlichen Teil Rafah evakuieren zu wollen, um einen, Zitat, begrenzten Einsatz zu starten. Und jetzt dieses Verwirrspiel um die Waffenruhe. Versuchen wir das aufzulösen mit Golineh Atay in Kairo und Michael Beverunge in Tel Aviv. Michael, zunächst zu dir. Was ist da los? Ja, ich stehe hier gerade an der Stadtautobahn. Eine aufgebrachte Menschenmenge, die war gerade vor dem Verteidigungsministerium, fordert die Regierung auf, diesen Deal zu akzeptieren, wie auch immer er aussehen mag, und liefert sich gerade ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei bei dem Versuch, die Stadtautobahn hier zu blockieren. Es ist halt so, dass die Regierung gesagt hat, sie wird diesen Deal so nicht akzeptieren. Die Operation in Rafah wird fortgesetzt. Es gibt Berichte von heftigen Angriffen der Israelis aus der Luft, aber auch mit Mörsern, Aufstellungen in Rafah, sodass einzelne Agenturen schon gemeldet haben, die Bodenoperation beginne. Davon gehe ich noch nicht aus. Die Regierung hat ja angekündigt, sie will, obwohl sie sagt, dieser Deal ist nicht unserer, ihn erstmal prüfen und dann eine weitere Antwort geben. Damit dann zu Golineh Atay in Kairo. Gibt es denn bei dir schon eine Reaktion? Immerhin soll es ja um den ägyptisch-katarischen Vorschlag gehen. Auch da ist Verwirrung, welcher Vorschlag es eigentlich wirklich ist, um den da jetzt gerade verhandelt werden soll.
Laut arabischen Medien ist das tatsächlich der Originalvorschlag, also der Vorschlag, der zwischen den Ägyptern, den Katarern, aber auch CIA-Chef William Burns vorgelegt wurde, der Hamas vorgelegt wurde und dem die Hamas zugestimmt habe und kein verwässerter Deal oder kein veränderter Deal. Und die Reaktionen hier sind ausgesprochen positiv. Also diese positive Zuversicht und auch dieser Erwartungsdruck, dass jetzt eine Einigung unmittelbar bevorstünde, das gehörte die ganzen letzten Tage zu den arabischen Medien dazu. Und es war wahrscheinlich auch Teil des arabischen Verhandlungsmanövers, auch so einen Druck aufzubauen auf beide Seiten und beide Seiten auch ein bisschen in die Enge zu treiben. Ägyptens Präsident Sisi hat sich gerade geäußert, er verfolge die positiven Entwicklungen sehr genau. Er hoffe, dass bald eine Zustimmung kommt, dass bald das humanitäre Leid der Palästinenser gestoppt werden kann, dass bald dieser Deal Geiseln versus Gefangene vollendet werden kann. Die Emirate haben gerade mit den Ägyptern telefoniert, sich auch noch mal geäußert, diese wertvolle Chance so wörtlich nicht verstreichen zu lassen. Und die arabischen Medien, die melden gerade, dass offenbar jetzt bevorstünde, dass eine israelische Delegation nach Kairo reist, um hier den Vorschlag der Hamas zu prüfen. Das melden zumindest arabische Medien. Miteinander reden ist ja nie eine falsche Idee. Damit erstmal Danke nach Tel Aviv und nach Kairo. Ja, und wir halten Sie hier natürlich auf dem Laufenden im ZDF, auf dem Laufenden, später auch im Heute-Journal-Update und jederzeit bei ZDF heute. Und jetzt geht es bei uns hier erstmal weiter mit den Nachrichten und mit dir, Gundula. Nach dem Angriff auf den SPD-Europaabgeordneten Matthias Ecke in Dresden haben Ermittler die Wohnungen von 3 weiteren Tatverdächtigen durchsucht. Die beschuldigten Deutschen im Alter von 17 und 18 Jahren seien zum Teil Polizei bekannt, so das LKA Sachsen. Einer sei dem rechten Spektrum zuzuordnen. Matthias Ecke erklärte auf Social Media, die OP sei gut verlaufen, er müsse sich aber noch erholen. Durch Tritte hatte er mehrere schwere Verletzungen im Gesicht erlitten. Morgen beraten die Innenminister auf einer Sonderkonferenz über mögliche Schutz- und Strafmaßnahmen. Die EU-Kommission will den seit 6 Jahren andauernden Streit mit Polen wegen Bedenken zur Rechtsstaatlichkeit beenden. Die neue Regierung von Ministerpräsident Tusk habe die notwendigen Änderungen in die Wege geleitet, um eine Schwächung der Demokratie in Polen rückgängig zu machen. Die Kritik der EU richtete sich vor allem gegen die Justizreformen der früheren PiS-Regierung. Im Süden Brasiliens ist die Zahl der Todesopfer durch die schweren Überschwemmungen weiter gestiegen. Mindestens 78 Menschen kamen bislang ums Leben. Mehr als 100 werden noch vermisst. Starkregen hatte zu Überflutungen und Erdrutschen geführt. Besonders betroffen ist der Bundesstaat Rio Grande do Sul. Auch die Millionenmetropole Porto Alegre ist weitgehend überflutet. Über 100.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Tausende junge Jüdinnen und Juden aus mehreren Ländern haben in Polen an die Opfer des Holocaust erinnert. Beim sogenannten Marsch der Lebenden gingen sie gemeinsam mit rund 50 Überlebenden der Shoah den gut 3 Kilometer langen Weg von Auschwitz nach Birkenau, dem größten der deutschen Vernichtungslager. Das Gedenken war diesmal Hunderttausenden Juden aus Ungarn gewidmet, deren systematische Ermordung durch die Nationalsozialisten vor 80 Jahren in Auschwitz begann. Auch in Israel wurde mit einem nationalen Gedenktag an die Opfer des Holocaust erinnert. Landesweit ertönten 2 Minuten lang die Sirenen. Autos blieben stehen und Passanten verharrten in stillem Gedenken an die 6 Millionen Jüdinnen und Juden, die während der deutschen Nazi-Herrschaft ermordet worden waren. In der Gedenkstätte Yad Vashem legte Israels Staatsführung Kränze nieder. 89,8%, kein überragendes, aber ein gutes Ergebnis für Friedrich Merz. Damit ist er ohne Gegenkandidat im Amt als CDU-Vorsitzender bestätigt worden. Ob er auch Kanzlerkandidat wird, das bleibt offen. Geredet hat er wie einer, sagen manche der 1001 Delegierten heute bei seiner knapp 90-minütigen Rede. Und offenbar hat er dabei auch seine parteiinternen Kritiker mit Entschlossenheit und Geschlossenheit an die Wand geredet. Denn sie waren an Tag 1 des Parteitages
teamorientiert zurückhaltend. Selbst Daniel Günther, der Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein, der ja zuvor mehrfach einen breit aufgestellten Kurs à la Angela Merkel gefordert hat. Vielleicht lag es aber auch daran, dass Merz in Teilen klang wie Merkel. Karl Hinterleitner. Am Ende ging alles gut, auch wenn es nicht überragend war. Knapp 90% der rund 1000 Delegierten gaben Friedrich Merz ihre Stimme, rund 5% weniger als noch vor 4 Jahren. Für die meisten im Saal war das aber nicht so wichtig. Es hätte mehr sein können, aber ich denke, Angela Merkel war auch immer an dem Dreh. Von daher können wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein. Das ist ein sehr gutes Ergebnis, 90% hier auf dem Parteitag. Das ist starker Rückenwind für Friedrich Merz. Das war auch das, mit der Erwartung sind wir heute in den Parteitag gegangen und das hat funktioniert. Zuvor hatte Merz fast 1,5 Stunden gesprochen und wurde frenetisch gefeiert. Bei seiner Rede agierte er eher wie ein Kanzler als ein Oppositionsführer. Dazu passt sein Anspruch, dass in der Bundesrepublik eigentlich die CDU die natürliche Regierungspartei sei. Die großen Richtungsentscheidungen unseres Landes für Deutschland verbinden sich fast ausnahmslos mit unserem Namen und mit unserer Regierungstätigkeit. Wir waren aber auch 3-mal schon in der Opposition. Das erste Mal waren es 13 Jahre, das zweite Mal 7 Jahre. Wir wollen die Zeit in der Opposition jetzt erneut halbieren. Gelingen soll das mit dem neuen Grundsatzprogramm, das morgen auf der Tagesordnung steht. Damit will die CDU wieder konservativer werden, zum Markenkern zurückkehren. Mit diesem Programm sind wir sofort und spätestens im Herbst des nächsten Jahres bereit, wieder Regierungsverantwortung für Deutschland zu übernehmen. Doch dafür brauche es auch die nicht so konservativen Wähler, meint Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther. Er stehe voll hinter Merz, aber auch von Merkel dürfe sich die CDU nicht lossagen. Ich habe deutlich gemacht, dass wir die Wählerinnen und Wähler, die auch zu den Zeiten von Angela Merkel CDU gewählt haben, auch an uns binden müssen. Wenn wir 40% holen wollen, müssen wir breit aufgestellt sein. Das brauchen wir als CDU auch. Der lange Schatten von Angela Merkel, er liegt immer noch auf der Union. Der Frontalangriff auf die Regierung war dann wieder ein klassischer Merz. Es ist uns doch allen völlig klar, dass es in der Sozialpolitik genauso eine Wende braucht wie in der Wirtschaftspolitik. Um es sehr klar und sehr deutlich zu sagen, wir wollen das sogenannte Bürgergeld der Ampel in dieser Form wieder abschaffen. Klare Kante zeigte Friedrich Merz gegen rechts. Nur die CDU könne die AfD stoppen. Wir nehmen den Kampf auf mit dieser Partei. Es ist die CDU, es ist unsere Partei, die im Osten die Kraft, die Entschlossenheit und die Bedeutung hat, sich diesen Leuten entgegenzustellen. Alles in allem ein ziemlich gelungener Parteitagsauftritt für Friedrich Merz. Für die Union kommt es in den nächsten Tagen vor allem darauf an, Geschlossenheit zu zeigen. Und im Heute-Journal-Update gibt es später dazu dann zu diesem Thema noch ein Interview mit dem Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke. Ja, während der eine, also Friedrich Merz, nicht nur seine Partei in die Regierung führen, sondern sicherlich auch Kanzler werden will, muss der andere, also der Kanzler ist, liefern, im wahrsten Sinne des Wortes, unter anderem Waffen, aber auch Soldaten. Und dieses Liefern ist jetzt im Baltikum zu beobachten. Deutschland hat dort damit begonnen, erstmals außerhalb des eigenen Territoriums eine dauerhaft stationierte Kampfbrigade aufzubauen. Damit löst Olaf Scholz ein Versprechen ein. Heute folgte beim Besuch der Bundeswehrsoldaten in Litauen ein weiteres. Im Ernstfall wird Deutschland jeden Zentimeter des NATO-Territoriums verteidigen. Ein Satz sicherlich auch Richtung Putin, denn der russische Kriegsführer hatte kurz zuvor verkünden lassen, Atomübungen nahe der ukrainischen Grenze durchführen zu lassen. Klaus Brodbeck. Mit Panzern sieht man den Kanzler öfter, doch dies hier ist doch besonders. Litauen, Truppenübungsplatz Pabrade, eine Autostunde nördlich der Hauptstadt Vilnius und so auch ziemlich nahe an Russland. Hier üben sie für den Krieg. Deutsche, litauische, französische Panzerverbände. Geschossen wird scharf. Rund 500 Soldatinnen und Soldaten hat die Bundeswehr hierher verlegt. Bis Ende des Monats wird das Manöver noch dauern. Es ist auch ein Signal.
Wir werden unsere Kräfte hier so hinstellen, dass wir dieses Land erfolgreich verteidigen können. Und der uns angreift, wird erleben, dass wir keinen Quadratmeter NATO aufgeben, sondern wir werden gemeinsam mit anderen Nationen hier das Bündnis verteidigen. Wohl nirgendwo innerhalb der NATO wird Putins Russland so bedrohlich empfunden wie in den 3 kleinen Staaten im Baltikum. Auch deswegen baut Deutschland hier seit einigen Wochen eine Brigade auf, dauerhaft in Litauen stationiert. Fast 5000 Soldaten sollen 2027 einsatzbereit sein. Für Litauen brauchen die Deutschen zu lange. Es gibt Fortschritte bei der Stationierung der Brigade, aber unser strategisches Umfeld fordert mehr Tempo. Wir können uns nicht den Luxus leisten, auch nur eine Minute zu vergeuden. Das ist etwas, was in großem Tempo vorangeht, wofür wir uns auch einsetzen, was aber sicher das bedeutendste Zeichen dafür ist, dass uns das wichtig ist und es nun gelingen wird. Mit Blaulicht durchs Baltikum. Die Zeit drängt, die Gesprächspartner auch. Russlands Aggression schätze der Westen noch immer falsch ein, fürchten sie hier. In Lettlands Hauptstadt Riga trifft Scholz die Regierungschefinnen der 3 baltischen Staaten, versucht, derartige Sorgen zu zerstreuen. Und das will ich hier auch gerne sagen, ein Angriff auf euch, das wäre auch ein Angriff auf uns alle. Und dazu darf es eben nicht kommen. Willkommener Zuspruch umso mehr, da Putin heute Manöver mit Atomwaffen angeordnet hat. Es ist immer wieder wichtig, laut zu sagen, dass in diesem Krieg nukleare Waffen nicht eingesetzt werden dürfen. Und das war richtig, als ich das vor einem Jahr zusammen mit dem chinesischen Präsidenten unterstrichen habe, was jetzt übrigens nochmal passiert ist. Wir müssen verstehen, warum die damit drohen. Sie wollen uns von Entscheidungen abhalten. Zusammenstehen. Gegen die Bedrohung. Versprechen auf Gegenseitigkeit. Und alle hoffen, dass es nie so weit kommt. Ja, während des Besuchs hat nicht nur Putin, wie eingangs schon erwähnt, erneut seine Atommuskeln spielen lassen, sondern die Bundesregierung hat auch den deutschen Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff, zurückgerufen zu Konsultationen, wie es heißt. Armin Körper, in Moskau arbeiten wir beides auf. Was hat es mit dem kurzzeitigen Rückruf des deutschen Botschafters auf sich? Das ist schon ein ziemlich interessanter diplomatischer Schachzug, den wir da sehen. Man muss wissen, morgen wird Wladimir Putin zum 5. Mal in das Amt des russischen Präsidenten eingeschworen. Der Kreml hat überraschenderweise westlicher Vertreter zu dieser Zeremonie eingeladen. Und das hat die offensichtlich vor eine Herausforderung gestellt. Aus Brüssel hörte man heute Mittag, man habe noch keine einheitliche Haltung dazu gefunden. Der Kreml beklagte, man habe keine Antworten erhalten. Heute Nachmittag hieß es aus Frankreich, man werde wohl einen Botschafter schicken. Und Deutschland hat das Problem jetzt offensichtlich dahingehend gelöst, dass man den Botschafter abgezogen hat und als Begründung angegeben hat, die russischen Hackerangriffe auf die SPD und deutsche Firmen. Das ist natürlich ein ernster Vorgang, diese Hackerangriffe, und da kann man sich mal drüber besprechen. Aber es ist eben auch ein diplomatischer Schachzug. Dann zum zweiten Punkt, die Ankündigung Putins, Atomübungen nahe der ukrainischen Grenze durchführen zu wollen. Übliche Drohung oder doch Eskalation? Das ist eine weitere Eskalationsstufe, aber im Augenblick eben auch ausschließlich eine verbale. Man muss dazu wissen, der Kreml will den Westen testen, er will warnen. Der Hintergrund ist, dass man ja in den kommenden Tagen mit deutlichen Waffenlieferungen aus dem Westen an die Ukraine rechnet. Das zeigt also die Ankündigung von heute mit den Atomtests, dass Moskau da durchaus nervös ist. Offiziell begründet man diese Ankündigung damit, es sei eine Antwort auf westliche Ankündigungen. Gemeint sind vor allem die Briten. Die hatten unlängst gesagt, sie wollten der Ukraine gestatten, britische Waffen auch gegen russisches Territorium einzusetzen. Das war ja bisher für den Westen ein Tabu. Moskau hat darauf sehr gereizt reagiert, hat den britischen Botschafter einbestellt und wir hören, man hat noch mal gesondert gedroht, man werde in einem solchen Fall nicht davor zurückschrecken, auch britische Militärinfrastruktur in und außerhalb der Ukraine anzugreifen.
Zusammenfassend muss man sagen, morgen ist die Amtseinführung Wladimir Putins. Am Vorabend ist eine zunehmende Spannung zwischen Russland und dem Westen hier deutlich spürbar. Einschätzungen live aus Moskau von Armin Körper. Vielen Dank. Ja, und einer, der deeskalieren könnte, ist der chinesische Präsident. Der ist seit heute auf Staatsbesuch in Frankreich, also bei dem Präsidenten, der in den Augen Putins auch neben den Briten eskaliert hat. Denn hätte Macron nicht erklärt, im Notfall Truppen in die angegriffene Ukraine zu schicken, hätte es auch die russische Atomdrohung nicht gegeben, so Putin-Sprecher Peskov. Eine verwirrende Logik, aber im russischen Kriegsdenken mag sie Sinn ergeben. Wie dem auch sei, in Paris kamen jedenfalls zum richtigen Zeitpunkt genau die Richtigen zusammen. Anne Arendt. Sie sind sorgfältig gewählt, die Länder auf Xis Reiseroute. Die führt ihn zunächst nach Frankreich, Land der großen Geste, Land der schönen Bilder, die der chinesische Präsident gern in seine Heimat sendet. Doch auf der Agenda stehen vor allem Streitthemen. Frankreich will China zu einer klaren Haltung gegen die russische Aggression in der Ukraine drängen und dazu, sich für Frieden einzusetzen. Wir erleben derzeit eine historische Wende, Bedrohungen neuen Ausmaßes. Es gibt ein beträchtliches Risiko, dass sich die Welt spaltet. Ich denke, dass die französisch-chinesischen Beziehungen mit ihrer Tiefe, dem gegenseitigen Respekt und Vertrauen eine nützliche Rolle spielen können. Präsident Xi erklärt sich unparteiisch in diesem Krieg. Es solle nicht die Schuld auf andere geschoben, Drittländer nicht in den Schmutz gezogen werden. Und dann verkündet er: Wir rufen dazu auf, dass die betroffenen Parteien wieder in Kontakt treten und den Dialog aufnehmen, um gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Wenn der Moment gekommen ist, werden wir die Organisation einer internationalen Friedenskonferenz unterstützen, die von der Ukraine und Russland dann anerkannt wird. Statements für die Presse, Fragen von Journalisten sind nicht zugelassen. Auch nicht zu den Handelskonflikten, die ebenfalls das chinesisch-europäische Verhältnis belasten. Am Vormittag nimmt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an dem Treffen teil. Das soll zeigen, Frankreich und die EU treten hier gemeinsam auf. Von der Leyen kritisiert Marktverzerrungen durch subventionierte chinesische Produkte. Wir werden unsere Firmen verteidigen. Wir werden unsere Wirtschaft verteidigen. Wir werden nie zögern, dies zu tun, wenn es nötig ist. Und was will China? Es will seinen Einfluss auf den europäischen Kontinent ausbauen gegenüber dem Rivalen, den USA. Bereits vor seiner Abreise warnte Xi, Europa drohe zum Vasallen der Vereinigten Staaten zu werden. Eine Formulierung, die auch der französische Präsident jüngst wählte. Es ist natürlich auch so, dass Frankreich immer wieder die strategische Autonomie fordert, also die europäische Souveränität. Und das kommt China eigentlich auch sehr entgegen, weil China darin auch eine gewisse Distanzierung von den USA sieht. Er ist also sorgsam gewählt. Xis erster Schritt auf dem europäischen Parkett seit 5 Jahren. Auf Frankreich folgen die China wohlgesonnenen Länder Serbien und Ungarn. Eine Reise durch Europa, das sich fundamental geändert hat und keineswegs mit einer Stimme spricht. Der deutsche Bundeskanzler übrigens hätte nach dem Willen oder dem Wunsch von Macron eigentlich auch in Paris dabei sein sollen. Aber Scholz war die Reise ins Baltikum wichtiger. Was sonst heute noch wichtig war und ist mit dem Fokus Wirtschaft. Jetzt mit dir, Gundula. In Deutschland schwächelt der Verkauf von Elektroautos weiterhin. Während hierzulande im April im Jahresvergleich erneut weniger E-Autos zugelassen wurden, ist im Ausland die Nachfrage hoch. Frank Bethmann, der Export läuft auch da bemerkenswert gut. Wo fahren Sie die deutschen E-Autos? Na, vor allem im benachbarten Ausland. Die meisten deutschen Elektroautos gingen der neuesten Statistik zufolge in die Niederlande, gefolgt von Großbritannien und Belgien. Jedes 4. aus Deutschland ausgeführte Fahrzeug war damit 2023 ein Elektroauto. In Summe wurden somit fast 800.000 E-Autos exportiert im Wert von 36 Milliarden Euro.
was ein Plus von 58% gegenüber 2022 bedeutete. Laut des Automobilverbandes VDA ist Deutschland weltweit der zweitwichtigste Produktionsstandort für E-Autos. Mehr Elektrofahrzeuge werden nur in China gefertigt. Ja, und was sagt uns das alles über die deutsche Begeisterung für die E-Mobilität? Ja, die ist hierzulande merklich abgekühlt, auch bei den Herstellern, vor allem aber bei den Autokäufern. Spätestens seit dem abrupten Auslaufen der staatlichen Förderung schwächeln die Zulassungszahlen. Die Kunden zweifeln inzwischen immer häufiger an den Perspektiven von Elektroautos. Darunter leiden nicht nur, aber eben auch sehr stark die deutschen Hersteller. Insgesamt könnten in Deutschland mehr E-Autos gefertigt werden, aber die Nachfrage gibt das derzeit nicht her. Mehr Freude bereitet da der DAX. Das Aktienbarometer startete heute mit einem Plus von fast 1% oder 174 Punkten in die Woche. Vielen Dank an Frank Bethmann in Frankfurt. Eine Personalie aus der Fußball-Bundesliga. Union Berlin hat sich nach nur 5 Monaten von Trainer Nenad Bjelica getrennt. Der 52 Jahre alte Kroate wurde nach der 3:4 Niederlage gegen den direkten Abstiegskonkurrenten VfL Bochum von seinen Aufgaben entbunden. Übergangsweise übernimmt nun zunächst U19-Trainer Marco Grote. Die Berliner haben als Tabellen-15. nur einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz. Nächster Gegner ist am Wochenende der vorletzte Köln. In Italien haben Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders RAI für 24 Stunden die Arbeit niedergelegt, aus Protest gegen die aus ihrer Sicht wachsende Einflussnahme durch die Politik. Heftige Kritik üben die Journalisten an der ultrarechten Regierung von Ministerpräsidentin Meloni, die, wie andere italienische Regierungen, die Leitungsebene des Senders austauschte. Journalistische Unabhängigkeit und Regierungskritik würden so unterbunden. Bei der RAI laufen heute nur Aufzeichnungen. ARD und ZDF stellen sich gemeinsam als Streaming-Anbieter technologisch neu auf. Es wird eine gemeinsame Tochterfirma für den Betrieb der Mediatheken gegründet. Außerdem soll die Technik als Open Source kostenlos öffentlich gemacht werden. Das heißt, jeder kann zentrale technische Bausteine der Mediatheken einsehen, selbst nutzen oder weiterentwickeln. Über die neue Streaming-Offensive Anselm Stern. Die Mediatheken von ARD und ZDF, 2 Angebote, ein großes Streaming-Netzwerk. Schon jetzt findet man ZDF-Highlights bei der ARD und andersrum. Künftig verbinden die beiden Sender zentrale Teile ihrer Mediathekstechnik. Das ist ein großer Schritt im Sinne der Zusammenarbeit. Publizistisch werden wir weiter getrennt Angebote machen und ARD und ZDF entsprechend in den Mediatheken uns auch mit tollem Programm präsentieren. Aber technologisch arbeiten wir jetzt ganz eng zusammen und das wird auch sicherlich als Gegengewicht zu den großen kommerziellen Anbietern sehr interessant sein. Wir begründen eine gemeinsame Betriebsgesellschaft für unsere Mediatheken und schaffen damit ein Streaming-Angebot, das nutzerfreundlicher ist, das effizienter ist und das sich strategisch aufstellt für den Wettbewerb mit internationalen Konzernen. ARD und ZDF teilen sich die Arbeit, entwickeln zusammen die Technologie für ihre Mediatheken. Etwa gemeinsame Suchfunktionen, Empfehlungen für den Zuschauer und das offen für alle als sogenanntes Open-Source-Projekt. Open Source heißt, dass wir das, was wir programmiert haben für die Mediathek, die Komponenten der Mediathek, allen zur Verfügung stellen. Das heißt, Kulturinstitutionen, andere öffentlich-rechtliche Einrichtungen können diese auch nutzen und wieder bei sich auch einbauen, aber auch weiterentwickeln. Dadurch entsteht eine große Innovationskraft. Viele arbeiten an etwas Gutem und damit geben wir der Gesellschaft etwas zurück. Filme, Serien, Dokus, News, das Beste aus beiden Welten, in beiden Welten, im gemeinsamen Netzwerk von ARD und ZDF. Also weitere gute Gründe, in die Mediatheken zu gehen. Wo man auch, wann immer man will, das Heute-Journal-Update findet, das hier später gegen 0:05 Uhr läuft mit Christopher Wehrmann. Und wir sehen uns dann hier morgen wieder, entweder live um 21:45 Uhr oder später in der Mediathek. Machen Sie es gut, wo auch immer Sie sind. Bis morgen. Guten Abend.
Inzwischen hat uns Tief Gulla ostwärts verlassen und jetzt kommt das nächste Tief Helga heran. Das peilt allerdings das Mittelmeer an und so kann es hier in den Westalpen noch mal kräftig schneien. Oberhalb von 2000 Meter sind auf der Alpen-Nordseite bis zu 30 Zentimeter Neuschnee zu erwarten. Heute brachte das Tief Helga auch Gewitter im Alpenvorland und auch jetzt in der ersten Nachthälfte gibt es noch letzte Gewitter, die dann aber Niederbayern ostwärts verlassen. Und es sind auch noch einige Regenfälle zu erwarten und zwar zwischen dem Sauerland und dem Thüringer Wald, genauso wie am Oberrhein oder im Allgäu. Es wird zum Teil auch klar, Richtung Eifel zum Beispiel. Da sinken die Temperaturen bis zum frühen Morgen auf 6 Grad. 12 Grad sind es unter den Regenwolken am Niederrhein. Und die Höchsttemperaturen morgen liegen am Alpenrand, so bei 13 Grad, genauso wie an der Ostsee. 19 Grad werden es am Niederrhein. Und das Wetter wird ganz unterschiedlich. An der Ostseeküste kann es strahlenden Sonnenschein geben bei Nordostwind. Am Alpenrand bleibt es dagegen bedeckt und regnerisch. Und es sind auch noch Schauer und Gewitter unterwegs hier in der Mitte Deutschlands und auch am Oberrhein. An diesem Wetter ändert sich auch am Mittwoch wenig bei 13 bis 20 Grad. Aber dann kommt der Himmelfahrtstag und damit kommt das Thomas-Hoch. Das nämlich breitet sich bei uns aus. Und das bedeutet zumindest für den Himmelfahrtstag, aber auch für Freitag und Samstag häufig Sonnenschein, trockenes Wetter und angenehme Temperaturen. Guten Abend.